Grüß euch von Infrarothimmel, heute vom Mölltaler Gletscher aus Kärnten. Und wir sind heute extra schon ziemlich früh da aufgegangen und weit runtergegangen. Hinter mir ist die Gletscherzungen. Und wir haben gedacht, es ist ein besonderer Platz, was die Natur da für wunderbare Skulpturen bildet. Und wir tun auch sehr viel für die Umwelt mit unserer Heizung. Und wir wollten mal mit euch über das Thema Infrarotheizung und Erfahrung jetzt einmal intensiv reden. Jeder, der was es noch nicht weiß, also die IWH GmbH, das sind wir. Infrarothimmel ist unser Gesamtübernamen. Infrarot, weil der Infrarot die Wärme von oben kommt und der Himmel ist auch oben. Deswegen kann man sich leicht merken, deswegen Infrarothimmel. Wir sind der Generalvertrieb für das Celsius All-in-One-System für den gesamten deutschsprachigen Raum, also Österreich, Deutschland, Schweiz. Und wir machen auch sämtliche Nachbarländer, also viele Bereiche in der EU. Und ja, seit mittlerweile 20 Jahren also beschäftige ich mich mit Natur, sprich mit Infrarotwärme in der Natur, mit der Sonne und natürlich mit Infrarotheizung, sprich mit Celsius-Infrarotheizung. Das heißt, ich rede nicht leider davon, ob es vielleicht einige glauben oder nicht, es ist so, ich mache das seit 20 Jahren und ich habe sehr viel Erfahrung mit Celsius und natürlich auch mit vielen anderen Infrarotheizungen. Ich habe schon so viel gesehen. Ich sage euch ganz ehrlich, also wenn ich Celsius nicht machen würde, dann würde ich mit dem Thema aufhören. Es gibt für mich nichts Vergleichbares, nicht einmal annähernd was Vergleichbares. Und das ist meine Erfahrung. Und meine Erfahrung gebe ich natürlich auch an alle unsere selbstständigen Geschäftspartner, Infrarothimmelpartner weiter in Österreich, in Deutschland, auch natürlich in der Schweiz und in die Nachbarländer. Ich bilde die Leute auch alle aus. Also ich weiß sehr, sehr viel über Infrarotheizung und über Infrarot in der Natur. Und wir wollen mir das euch näher bringen, weil es ist die natürlichste Art zum Heizen. Ohne Sonne hätten wir keine Wärme, aber ohne Sonne hätten wir auch keine Kälte. Warum sage ich euch das? Eis ist Strahlungskälte. Das heißt, wenn ich jetzt da stehe, haben wir jetzt zwar die Strahlungswärme von der Sonne, aber wenn ich da jetzt stehe, spüre ich die eisige Kälte vom Eis. Weil das Eis auch natürliche Infrarotstrahlungswärme abgibt. In dem Fall fachlich gesehen eine Strahlungskälte. Das heißt, Eis schmilzt jetzt zwar, aber trotzdem ist das Eis sehr kompakt. Man spricht da in die hohen Berg von einem sogenannten Permafrost. Aber natürlich gehen die Gletscher immer mehr zurück durch die momentane Erwärmung von unserem Planeten. Aber das hat es immer schon gegeben, dass die Gletscher gekommen sind und gegangen sind. Das ist Jahrhunderte alt, das ist nichts Neues. Ihr müsst auch bitte eins wissen. Infrarot, Schnee und Eis ist genauso Infrarot als wie Infrarot von der Sonne. Genauso wie heute auch da von den Steinen. Das heißt, wenn der Stein heute von der Sonne getrocknet wird der Speicherwärme aufbauen. Und das muss man bitte einmal wissen. Alles ist in der Natur bitte Infrarot. Hört bitte damit auf, ob Infrarot schädlich ist, und ich will nicht bestrahlt werden, die was sowas sagen, also das sind einfach nur nicht gerade intelligente Aussagen, weil ohne Sonne gab es kein Leben auf dem Planeten, ohne Wasser gibt es auf dem Planeten kein Leben, ohne Sauerstoff gibt es kein Leben auf dem Planeten und ohne Salz auch nicht und ohne Infrarot auch nicht. Das heißt, Infrarot ist die restlich gespeicherte Sonnenenergie, wenn die Sonne untergeht, sprich Infrarot C. Wir reden aber Infrarot C genauso von Strahlungskälte oder wir reden mal von Strahlungswärme. Und das müsst ihr mal wissen. Kalt und warm ist bitte Infrarot. Alles, was ich heute als kalt oder warm empfinde, ob es jetzt da ein Stein ist, ob es da jetzt wieder das Eis ist, wir reden mal bitte von Strahlungskälte, wir reden von Strahlungswärme. Ich selber habe aufgrund der Körpertemperatur ihr genauso unterschiedliche Infrarottemperaturen, sprich aufgrund der Körpertemperatur habe ich unterschiedliche Wärmeabstrahlungen. Das sieht man zum Beispiel ganz schön in einem Wärmebild von einer Wärmebildkamera. Du siehst halt unterschiedliche Farben. Würden wir jetzt den Bereich da anschauen, war das ganz interessant, weil da taten die Steine heute alle mit Infrarot warm aufleuchten. Das Eis
hat kalt abstrahlen, ich hätte auch unterschiedliche Infrarottemperaturen, aber genauso der Sand hätte auch Infrarottemperatur. Warum ist das so? In der Natur gibt es einen Schlüssel dazu. Der Schlüssel ist Feuchtigkeit. Umso feuchter, umso kälter, umso trockener, umso wärmer. Und das kennt auch jeder. Zieht euch jetzt was Neues an. Ihr würdet jetzt da oben am Berg in kürzester Zeit auskühlen. Deswegen hat jeder Bergsteiger, so wie wir auch, eine hochwertige Ausrüstung, die was atmungsaktiv ist. Sprich, dass ich meine Körperfeuchtigkeit wegbringe, weil sonst dann würde ich ja genau die Feuchtigkeit mir die Kälten zu meinem Körper bringen und die würde auch genau aufgrund der Feuchtigkeit auskühlen. Das heißt, Wasser leitet 25 Mal mehr die Energie wie Luft. Wäre eigentlich das Wichtigste, was man heute bei einem Altbau, bei einem Neubau, egal ob es jetzt ein Holz, ob es Stein ist, ob es Ziegel ist, egal wie alt ein Gebäude ist, es ist immer das Gleiche. Habe ich Baufeuchtigkeit, kann ich keine Speicherwärme aufbauen. Nur eins muss ich euch schon sagen, gell? Viele glauben, alles was Stein ist, was dicke Wände sind dicke Wände sind gleichzeitig Speicherwärme. Das stimmt nicht. Es hat ein Holz genauso eine Speicherwärme, es hat eine Ziegelspeicherwärme, es hat genauso heute eine Riegelkonstruktion, eine Fächerkonstruktion, ein Massivholz, ein Ziegel, ein Beton. Es hat alles eine gewisse Speicherwärme. Es hat sogar ein Tisch, eine Wand, ein Boden, ein Einrichtungsgegenstand, ob es ein Sessel ist, ob es ein Ledercouch ist. Wir reden mal bitte von, wenn die Sonne untergeht, reden wir bitte von Infrarot C und Infrarot C ist bitte die restlich gespeicherte Sonnenenergie in dem Allen. Das heißt, in der Natur haben wir Infrarot, da ist überall Infrarot, daheim habt ihr überall Infrarot. Warum nutzt man denn bitte nicht Infrarot als Heizungsquelle, wenn es die Sonne im Prinzip seit Jahrtausenden schon vormacht? Warum nicht? Und das ist aber jetzt das, was so wichtig wäre, dass man über das einmal nachdenkt, weil ich brauche mehr Luft zum Atmen, nicht zum Heizen. Was macht jene konventionelle Heizung? Fußbodenheizung, Heizkörper, Heizschlangen, sprich Wandheizung, Fußbodenheizung, sprich ein normaler Heizofen, sprich auch viele der billigen Infrarotpaneele. Sie haben nur eine einseitige Wärmequelle. Was passiert? Wir erwärmen die Luft, warme Luft steigt auf, kalte Luft geht nach unten, dann habt ihr diese sogenannte Umwälzung, sprich die Konvektionswärme, trockene Luft, Staubbelastungen, Kondensatbildungen, wenn die Luft heute wärmer ist als wie die Bauteile, kalt und warm kommt zusammen. Die Häuser leiden darunter, die Menschen leiden darunter. Für was das Ganze? Celsius All-in-One-System ist ganz was Eigenartiges, es ist ganz was Besonderes und das hat mit diesen ganzen einfachen Widerstandsprinzipien von Infrarotheizungen gar nichts zu tun. Wenn alle das Gleiche machen würden, dann hätte man keine Entwicklung. Seid froh, dass es heute Menschen gibt, die was heute einen hohen Horizont haben, eine hohe Verbindung haben, so eine genialen Sachen heute zu erfinden und auch umzusetzen. Von dem profitieren wir alle. Das ist Erfahrung. Und von der Erfahrung, was ich heute mit 20 Jahren heute mit Celsius und Anwendungen, wir haben schon so viele Sachen gemacht. Ob Einfamilienhäuser, ob Wohnungen, ob Tiny Häuser, ob riesengroße Schlösser, Herrenhäuser, Hotels, das volle Programm, Zinshäuser, wir haben alles schon gemacht. Aber es dreht sich immer um dasselbe. Es dreht sich bei uns nicht um einen Energieausweis, es dreht sich nicht um eine Dämmung, sondern es dreht sich darum, wie feucht ist heute mein Mauerwerk, wie feucht ist heute mein Holz. Celsius ist ein Feuchtungs- und Harzgerät. Wir haben eine hohe Reichweite auf 12 Meter Raumtiefe und die machen wir nicht mit einem Harzdraht oder mit einer Harzfolie. Hört auf damit. Diese Vergleiche, die hinken sowas von hinten nach. Wir haben Technologie über Kristallglas und über Frequenztechnologie und unser kleiner Computer auf der Seite ist kein Thermostat, sondern ist eine Infrarot-Steuertechnik mit einer vollautomatischen 8-stufigen Stromregulierung. Das System ist meilenweit von allen anderen weg. Probiert es einmal aus, kauft euch jetzt einen Platten. Wir haben so viel auf Lager, hätte schon im Prinzip für den Herbst gemacht. Es ist kurzfristig bei uns lieferbar. Ihr könnt das im Endeffekt bestellen, das kriegt ihr innerhalb von einer Woche, 14 Tagen in ganz Europa, überhaupt kein Problem. Machen wir gern, aber tut es nicht mit Vorurteilen zu unserem Celsius-System zu übergehen. Es hat seinen Preis, aber es hat eine mega Qualität und es hat eine mega Technologie. Und ohne Reichweite können wir keine Speicherwärme aufbauen, ohne Reichweite
geht gar nichts, weil hätte Sonne, hätte keine Reichweite, das auch nicht funktionieren. Also müsst ihr euch eins im Klaren sein, Infrarotheizung ist nicht gleich Infrarotheizung. Was hilft euch das, wenn ihr was Billiges kauft, einen hohen Stromverbrauch habt und trotzdem wieder heute eine warme Luft? Das wird mit keiner Photovoltaik, mit keinem Stromspeicher funktionieren, weil die Leistungen, was dafür im Prinzip die Watt, was dafür verwendet werden, zu Celsius oft das 10-fache höher liegen im Verbrauch. Wir haben eine geniale 8-stufige Stromregulierung. Wir können heute CO2-neutral heizen. Wir haben so viele Leute, die den Autarkiegrad weit über 80% haben bei Häusern. Überhaupt kein Problem. Die Photovoltaik macht es heute möglich. Große Stromspeicher machen das möglich. Ihr kommt in eine Freiheit, aber wir kommen noch viel mehr in die Freiheit, weil Celsius ist auf Haltbarkeit, auf Reparaturfähigkeit ausgelegt. Wir reden mal von 30 bis 40 Jahren. Denkt einmal drüber nach. Celsius ist was Geniales. Schaut euch viele Videos davon an, meldet euch bei uns, ruft uns an, schreibt uns einmal irgendwas Nettes, schreibt auch was Nettes in die Kommentare, freuen wir uns darüber. Aber macht keine Vorurteile, sondern reden wir bitte von Fakten und vergleichen wir Äpfel mit Äpfel und nicht Äpfel mit Kieselsteiner. Infrarotheizung ist nicht gleich Infrarotheizung. Und wer mir das mit 20 Jahren Erfahrung nicht glaubt, der soll selber seine Erfahrungen machen. Aber das werdet ihr nachher auch den Unterschied merken, wenn ihr das Celsius-System einmal kennt. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und alles Gute vom Mölltaler Gletscher und bis demnächst. Pfiat euch!